meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel hier in meinem Kanal. Es heißt mal wieder André läuft, der Videoblog. Diese Woche geht es um den Lauf New Balance 25 Kilometer hier in Buenos Aires. Doch zunächst einmal die Vorbereitung. Es gab mal wieder einen Long Run. Es gab natürlich auch der Besuch der Expo und und natürlich weiteres. Doch zunächst einmal schalte ich zum Long Run nach Buenos Aires. Ja, heute hier bei meinem Freitags Long Run bereits am Donnerstag. Auf dem Plan stehen wie immer mindestens 2 Stunden heute aus dem schönen Porto Madero hier am Rande der Stadt, wo ich meine Kreise ziehen werde. So, die ersten 5 Kilometer sind rum, sind erledigt. Warum Donnerstag und nicht Freitag? Ganz einfach erklärt, morgen soll es hier wie aus Eimern gießen. Und ich habe kein Problem, bei so ein bisschen Regen zu laufen, das macht sogar Spaß. Aber wenn es richtig schüttet, nee, dann macht es keinen Spaß. Deswegen habe ich den Long Run auch bereits heute verlegt. Und außerdem, ja, am Sonntag ist ja bereits der 25 Kilometer Lauf. Also habe ich dann wenigstens 2 Tage Zeit. Wobei morgen werde ich ein bisschen im Gym laufen gehen. Meine täglichen Stunde, also eine Stunde heißt so zwischen 11 und 13 Kilometer auf dem Laufband. Das werde ich morgen schon machen. Und ja, heute noch diesen schönen Long Run genießen. Ah, super. Nun erstmal zurück hier aus dem Studio. Sieht ja gut aus. Schönes Wetter, diesmal in Buenos Aires. Schöner Sonnenschein. Mal eine andere Strecke, wie wir sehen, durch Porto Madero. Und ja, sogar angekratzt die kleine Villa, die, ja, man sagt, die Favela, eine kleine Favela in der Nähe der Strecke in Porto Madero. Aber gut, nun zunächst erstmal weiter zu André. Jetzt habe ich bereits 12 Kilometer rum, höre einen sehr interessanten Podcast, Hotel Matze mit Bela B. Geht ungefähr ein bisschen mehr als 2 Stunden, also optimal für meinen Lauf. Und ja, heute das Wetter, wie ihr seht, schöne Sonne, etwas frisch, so 9, 10 Grad und ziemlich windig. Aber gut, das ist bei dem Long Run auch nicht weiter schlimm. Und ja, jetzt ziehe ich doch noch eine Runde in die Reserve, wo ich eine große Runde drehen werde, also nochmal 8 Kilometer. Bin ich dann bei ungefähr 20 Kilometer draußen, Kilometer zurück bis zur Arbeit. Und dann habe ich den Halbmarathon im Kasten. Gut, jetzt wieder hier aus dem Studio. Ja, wie ihr seht, der Herbst kehrt hier auch in Buenos Aires ein. Es wird kühler, andere Temperaturen. Dennoch, was das Besondere an dieser Stadt ist, beziehungsweise hier in Argentinien, immer dieser wunderschöne Sonnenschein. Egal wie kalt es wird, es ist immer ein blauer Himmel und Sonnenschein. Unterbrochen ab und zu von ein paar Regentagen. Wenn es hier regnet, dann regnet es hier tatsächlich richtig. Aus Eimern schüttet es, aber danach ist auch wieder gut. Dann scheint wieder die Sonne und das ist halt das Besondere, was ich hier sehr, sehr liebe. In Argentinien sind halt, wie gesagt, diese vielen Sonnenstunden, egal im Winter oder im Sommer. Und dieser wunderschöne blaue Himmel mit dieser großen Sonne, das macht viel aus auf jeden Fall. So, ich habe fertig. Das waren 21,5 Kilometer, 2 Stunden und 8 Minuten. Also genau 6er Pace. 6er Pace heißt, wie ihr wisst, ich brauche 6 Minuten für 1 Kilometer. Also ich habe 10 km/h. Also sehr, sehr locker Lauf. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War beim Puls von 150, 149, 150 unterwegs. Also auch sehr, sehr locker. Hat Spaß gemacht, wie gesagt, und damit schalte ich erstmal zurück zum Studio André und freue mich darauf, wie dieses ganze Video weitergeht. Bis dahin, euer Long Run André aus Buenos Aires. Ja, das war doch schon mal ein sehr guter, gelungener Anfang mit dem Long Run. Dieses Mal Donnerstag, weil wie gesagt, es wird am Freitag regnen und Zeitsprung.
Es ist jetzt bereits Freitag, deswegen schalten wir jetzt gleich zum André im Fitnessstudio, denn dieser läuft bei Regentagen oder auch, wenn er mal nicht ganz viel Bock hat, draußen laufen zu gehen, im Fitnessstudio auf dem Laufband. Und da schalten wir genau jetzt hin. Heute regnet es draußen, da bleibt mir nichts anderes übrig, als hier im Fitnessstudio meine Runden auf dem Laufband zu drehen. Also immer geradeaus. Plan ist immer so, also mache ich 3-mal die Woche meist. Eine Stunde heißt zwischen 11 und 13 Kilometer. Ganz, ja, kommt immer ganz darauf an, wie ich mich fühle. Und ja, danach ein bisschen Krafttraining. Das wie gesagt 3-mal die Woche. Ansonsten manchmal auch 4-mal die Woche. Ansonsten mindestens 3-mal die Woche draußen laufen, wenn es geht. Wie gesagt, wenn das Wetter halt nicht mitspielt, dann kann es auch mal passieren, dass ich 5-mal die Woche im Fitnessstudio laufe und nur einmal draußen. Aber normalerweise ist es halt, ja, so geplant, 3-mal Fitnessstudio und 3-mal draußen zu laufen und einen Tag Ruhe. Aber ja, manchmal, ihr wisst ja selbst, wie das Leben so spielt, manchmal sind auch 2 Tage Ruhe. Es kommt immer drauf an, auch wie man mich fühlt. Wenn ich mich halt nicht so wow fühle, dann sind es meistens nur kurze Runden oder manchmal auch gar nicht. Wenn der Körper sagt, heute Pause, dann höre ich auf meinen Körper und dann mache ich auch eine Pause. Und ja, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen auf dem Hamsterrad meine Stunde laufen. Ja, man kann ja nicht immer nur draußen laufen. Wie gesagt, ab und zu muss es dann auch mal im Fitnessstudio sein. Und in dem Fitnessstudio hier in Buenos Aires ist es sehr angenehm zu laufen. Wie ihr seht, ist nicht wirklich viel los. Also in der Zeit, in der ich laufen gehe, bin ich manchmal sogar ganz allein. Also ja, das ist ganz interessant zu sehen. Oder André, was sagst du dazu? Das war jetzt ganze 1 Stunde Laufen auf dem Band. Und ja, es hat gereicht für 11,8 Kilometer. Also für meine Lügenbeine gar nicht so schlecht. Und jetzt noch ein bisschen Krafttraining. Und ja, dann geht's dann wieder zur Arbeit. Alles klar, dann ja, vielen Dank dafür. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem nächsten Abschnitt unserer Reise. Und zwar, es geht zur Expo des Lauf New Balance 25 Kilometer. Hallo meine lieben Freunde, hier am Rande der Stadt Buenos Aires in Vicente Lopez bin ich jetzt dabei, mein Startkit für den kommenden Lauf, den New Balance 25 Kilometer abzuholen. Und ja, jetzt betrete ich mal erstmal die Expo und schaue mir das Ganze an, wie das hier so aussieht. Ja. Die Abholung funktionierte schnell und reibungslos. Einfach den QR-Code vorzeigen, mit dem argentinischen Ausweis bestätigen und schon gab es das Startset, das wie folgt aussieht. Und ja, dann kann es doch schon losgehen. Jetzt schalte ich erstmal wieder zurück ins Studio und freue mich auf den Eventlauf André, der wahrscheinlich jetzt gleich in Kürze folgt. Vielen Dank und liebe Grüße aus dem Rande der Stadt Buenos Aires, Vicente Lopez. So, hier oben sehen wir jetzt noch die letzten Bilder von der Expo und Zeitsprung. Es geht wieder weiter und zwar direkt mit dem Lauf 25 Kilometer New Balance Run in Buenos Aires. Es ging diesmal bei frostigen 5 Grad los. Musste mich ganz schön aus dem Bett kämpfen, um mich selbst wieder zu motivieren. Wie es halt so oft heißt, die beste Motivation ist natürlich die Selbstmotivation. Und bei Tagen wie diesen brauche ich die auch. Ansonsten gelingt mir gar nichts und ist halt immer sehr, sehr besonders schwer dann an diesen Tagen auch diesen inneren Schweinehund zu überwinden und die Laufklamotten anzuziehen, sich dann morgens um
5, 6 oder 7 rauszuquälen und zu laufen. Guten Morgen aus Buenos Aires. Noch immer 5 Grad, es ist sehr kalt. Gefühlte, glaube ich, 2 Grad. In 10 Minuten geht's los, 25 Kilometer New Balance Run. Bin heute echt scheiße müde. Gestern ging es relativ lange, ich war erst um 1:30 im Bett. Ja, dann bin ich kurz vor 6 wieder aufgestanden, schnell eine Dusche genommen und dann hierher. Und jetzt erstmal schnell 25 Kilometer abrocken und dann geht es danach wieder schnell nach Hause. Also heute die Motivationskurve ist nicht weit oben, aber ja, wenn es dann losgeht, dann macht es auch wieder Spaß. So, und schon geht's los. 25 Kilometer New Balance Run hier in Buenos Aires. Mit am Start heute so circa zwischen 2.000 und 4.000 Seelen, die mit mir diese Strecke laufen. Wesentlich übersichtlicher als die Woche zuvor. Man kommt gut durch, aber heute heißt es nicht für mich unbedingt großes Tempo machen, denn der Lauf heute geht als Vorbereitung für den Marathon in Cordoba in 3 Wochen. Und ja, das heißt eigentlich für mich eher gut durchkommen, eine gute Zeit, aber keine Spitzenzeit, also einfach nur das Bestmögliche geben. Ja, das war doch schon mal ein prima Start und sieht ja schon mal ganz gut aus. Die Sonne kommt raus, es wird ein bisschen heller und es wird auch ein bisschen wärmer. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ja, wie so oft die letzte Zeit ist es dann mal wieder mehr als ein Halbmarathon, den ich diese Woche abspule, nachdem ich, wie gesagt, am Donnerstag schon den Long Run hatte. Momentan ist es tatsächlich so, dass mindestens 2 Läufe die Woche über die Halbmarathon-Grenze hinausgehen. Meistens dann, wie gesagt, einer um die 25 und ein mindestens ein Halbmarathon. Kommt immer darauf an, wie ich mich fühle, aber das ist so momentan Ziel und so sammeln sich die Halbmarathone mit der Zeit und es werden immer und immer mehr, egal im Training oder auch im Wettkampf. So, traditionell vorbei am Stadion von River Plate. Einige meiner Videos kennt. Habe auch gesehen, hier gibt es viele Videos. Beziehungsweise viele Strecken vorbei an diesem Stadion. Und ja, gehört irgendwie traditionell ein bisschen dazu. Heute laufe ich in New Balance Fresh Foam 1080, die ich mich jetzt bis jetzt nur für eine kurze Trainingseinheit eingesetzt habe, also noch sehr, sehr frisch und neu sind und hier heute halt das erste Mal ihren wahren Dienst leisten sollen. Ja, das Ganze, wie gesagt, als Vorbereitung für den Marathon in 3 Wochen in Cordoba. Heute geht es noch vorbei am
Stadion Oberst ist ein Basketballstadion und erlangte für mich die Berühmtheit bei den Konzerten der Toten Hosen. Die letzten Male, die sie hier waren, traten sie in diesem Stadion auf. So, das war die 5-Kilometer-Marke. Ich habe vor 25 Minuten durchbrochen. Also 5er Pace, das heißt, ich brauche momentan 5 Minuten pro Kilometer. Das sind 12 km/h. Für Wettbewerb oder für meine Wettbewerber eine gute Geschwindigkeit. Ich laufe, denke ich mal, bei ca. 70% mit einem Puls von 160 momentan. Also alles gut. Jetzt ein kurzer Streckenabschnitt in Vicente Lopez. Für mich auch eine sehr bekannte Strecke. Hier liefen schon einige Laufevents ab. Unter anderem auch in 2 Wochen sind hier die 10 Kilometer Buenos Aires Winterlauf, bei denen ich mich mit angemeldet habe und die hier auf dieser Strecke mit stattfinden. Es ist ein Stück außerhalb Buenos Aires, aber wie gesagt, es grenzt genau an der Stadt. So, 10 Kilometer sind im Kasten. Jetzt gibt's erstmal ein Wässerchen. Und ja, läuft gut. Ich weiß nicht, ob man das eben auf dem Video sah, aber alle Körper haben gedampft. Das war echt krass zu sehen, aber habe ich auch noch nicht erlebt. Lustig. Ja, das sind ja schon mal sehr spektakuläre Bilder von der Rennstrecke, von der Laufstrecke des 25-Kilometer-Laufes. Und ja, wie geht's weiter in den nächsten Wochen? Es steht schon nächste Woche Sonntag der nächste Halbmarathon an, der 21 Kilometer Olympico Run aus Buenos Aires, wo ich, wie gesagt, schon die letzten Jahre dabei war. Sehr, sehr gut, da freue ich mich schon riesig drauf. Dann geht es weiter, 10 Kilometer Vicente Lopez und danach, das Wochenende, geht es nach Cordoba zum Marathon Cordoba. Da freue ich mich riesig drauf und das wird was ganz Tolles werden mit Anreise und große Expo und alles, was dazugehört. Doch jetzt erstmal schauen wir zu André, wie es läuft auf der Rennstrecke. So, jetzt geht's über die Autobahn wieder zurück in die Stadt. Wieder bei Kilometer 14 angekommen. Gleichbleibende Geschwindigkeit, 5er Pace. Wie gesagt, 5er Pace heißt, ich brauche pro Kilometer 5 Minuten, also laufe ich mit 12 km/h. Sehr konstant die letzten 14 Kilometer, also ganz leichte und kleine Abweichungen, aber ja, sonst ganz gut. Wie gesagt, es sind ungefähr 70-75% meiner Leistung, immer noch bei einem Puls von 162, also alles gut. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Mal sehen, wie das Ganze so weiterläuft dort beim Lauf. Und ja, jede Woche was Neues, jede Woche was Neues hier auf meinem Kanal, beziehungsweise in meinem Kanal. Jede Woche ein neues Video und es wird auf jeden Fall immer spannend bleiben mit neuen Läufen und vielen Sachen, die einfach dazugehören mit Vorbereitung und ja, wie gesagt, Expos und das Ganze drumherum werde ich euch in meinem Kanal, in meinen Videos jedes Mal auch sehr gerne zeigen. Ja, und weil es vorhin so schön war, geht's jetzt bei Kilometer 18 nochmal vorbei am Stadion von River Plate, hier in Belgrano, Stadtteil im Norden Buenos Aires.
Ja, wie gesagt, jetzt Kilometer 18, noch 7 liegen vor mir. Läuft sehr gut. Und was heute Morgen gefehlt hat, war die Motivation. Und jetzt ist sie da und es macht unglaublich viel Spaß. So Kilometer 19, was ich euch zu diesem Lauf noch sagen kann, ist der Kostenfaktor. Bezahlt habe ich 35.000 Pesos, was ungefähr 28 € an dem heutigen Stand sind, inklusive ja, das Shirt, natürlich Startnummer, Medaille und das Startkit. Ich denke, ist okay und kriegt man in Deutschland, glaube ich, momentan nicht günstiger. Wobei preistechnisch nur mal am Rande ist Argentinien momentan schon sehr, sehr teuer. 21,1 Kilometer. Der Halbmarathon ist im Kasten, ist erledigt und ja, jetzt folgen noch knapp 3,9 Kilometer, um die 25 Kilometer voll zu machen. Und ja, momentan ist es auch nicht mehr so kalt. Hat mich etwas warm gelaufen und freue mich aber dennoch auf das Ziel. Ja, mein Ziel ist es, weiter natürlich fit zu bleiben, weiter viele Läufe zu absolvieren, ein bisschen rumzureisen, weil das gehört bei mir beim Laufen auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, jetzt kommt noch Cordoba, dann geht's nochmal nach Brasilien, nach Sao Paulo. Es geht dann demnächst endlich nach Deutschland. Wie gesagt, das große Ziel ist dann der Berlin-Marathon, auf den ich mich riesig freue. Und ja, es wird weiter spannend und auf jeden Fall für mich sehr schön werden, weil ich mich einfach so freue. Wie geil. No one cares about your pace, just run. Wie wahr. 22,5 Kilometer sind ja, im Kasten, sind fertig. Das heißt, 90% sind erledigt und ja, 10% liegen noch vor mir, also 2,5 Kilometer. Oh, das sollte kein Problem sein. Ja, das sind doch schon mal sehr schöne Bilder, die du da eingefangen hast, André. Ein super Lauf, ein super Laufergebnis wirst du, glaube ich, auch mittragen. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr, wie das Ganze jetzt endet. Und mit diesen Worten schalte ich zurück zur Rennstrecke. So, Kilometer 24, letzter Kilometer. Nun bereiten wir uns mal auf den Zieleinlauf vor. Denn wie immer, die letzten 500 Meter werde ich ein bisschen Gas geben. Aber ja, so dass ich bei meiner gewünschten Zeit auch bleibe. Also alles supidupidu. So, Zieleinlauf geht los. Die letzten 500 Meter. Da gibt der andere mal ein bisschen Gas. Duele, pero después se disfruta. Fertig. 25 New Balance Run. Mit Zeit 2 Stunden und ich glaube 4 Minuten. Also knapp unter 5er Pace gesamt. Also ja, kann sich sehen lassen. Wie gesagt, Ziel war guten Lauf, nicht zu verletzen und ja, super Vorbereitung für dann den folgenden Marathon in 3 Wochen in Cordoba. Nächsten Sonntag läuft der Lauf André noch seinen Halbmarathon, den 21 Kilometer Olympico, auch hier in Buenos Aires. Danach 10 Kilometer in Vicente Lopez und danach 42 Kilometer in Cordoba.
Okay, so das war's jetzt erstmal vom Lauf André hier, vom 25 Kilometer New Balance Run. Hier nochmal die kleine Medaille. Und ich schalte zurück ins Studio und wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt 21 Kilometer Olympico im Park Olympico. Bis dann. Ciao, ciao. Was für ein Rennen, spektakuläre Bilder, ein neues Erlebnis war das Ganze für mich und ja, verdient die Medaille, kommt wieder an meine Medaillenwand, wie zu jedem Lauf kommt das Laufshirt mit der Laufnummer und der Medaille an die Wand. Fühlt sich gut, wie ihr seht, ist das Ding schon ganz schön voll und wird auch, denke ich mal, dieses Jahr noch komplett die ganze Wand einnehmen. Und mein Ziel ist eigentlich jedes Jahr eine neue Wand zu bedecken, bis irgendwann die ganze Wohnung voll mit dem Plunder ist. Aber ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ansonsten muss ich irgendwann die ganzen T-Shirts zur Spende geben oder was auch immer, die Medaillen einzeln aufhängen. Mal schauen, wo das Ganze dann hinführt. Ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank. Wie immer, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr dieses Video geschaut habt. Vielen Dank, dass ihr mir treu seid und vielen Dank, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich wie immer natürlich auf euch das nächste Mal. Natürlich, wie gesagt, jedes Abo, jede Like oder jeder Kommentar zählt. Und ja, bis die Tage, euer André.